Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns heute auf meinem Main-Account, auf dem Magier 769 ist er gerade, aber das dauert nicht mehr lange. Wir erreichen heute die nächste Rundung und damit die nächste große, runde Stufe, die uns in Richtung 800 so langsam befördert. Und zwar haben wir, das Level-Up hier heute frei und das holen wir auch mal direkt ab, ohne großartig hier rumzulabern. 3, 2, 1, let's go! Lassen das kurz mal sacken und haben die Stufe 770 erreicht. Ja, das ist natürlich sehr, sehr cool. Und jetzt fehlen uns nur noch, in Anführungszeichen, nur noch 30 Level, die wir voll machen müssen. Und ja, das sollten wir auf jeden Fall in nächster Zeit hinbekommen. Also es wird natürlich noch ein bisschen dauern. Ich persönlich rechne damit, dass ich das eventuell im Januar 2027 schaffen werde. Falls jetzt nicht noch irgendwie neue Dungeons oder irgendwas rauskommt, was jetzt noch irgendwie XP bringen sollte. Unverhofft denke ich mal, dass ich so ungefähr vielleicht im Januar eventuell die 800 knacken sollte. Ja, was natürlich ein riesen Meilenstein so für mich ist und da arbeite ich auf jeden Fall weiter drauf hin. Ist natürlich jetzt nicht mein Kernfokus, sag ich mal, auf den ich das Hauptaugenmerk gerichtet habe. Das betrifft vielmehr die Stat Points bzw. die Base Stats, die wir hier haben und da gehen wir auch so langsam, zumindest auf die Total Stats, jetzt so langsam auf 800.000 hinzu. Das ist dann der nächste große Meilenstein, den wir haben hier auf dem Account und das ist natürlich ganz cool, weil hier eine schöne, dicke, fette 8 vorzustehen, das ist, sieht sehr cool aus. Und danach gehen wir dann Richtung 600.000 Ausdauer. Das ziehen wir dann als nächstes hoch, bevor wir dann wahrscheinlich Richtung einer Million Intelligenz gehen. Ja, es hört sich schon noch, also es hört sich alles ziemlich krass an und sehr, sehr weit weg, aber ist es eigentlich gar nicht. Also eigentlich geht es relativ, fix, muss ich sagen. Dadurch, dass ich ja auch ein kompletter Goldspieler bin, bekomme ich ja auch dann relativ viel Gold, ne? Dafür level ich halt nicht mehr so schnell, ne? Also wenn man jetzt mal so pro Monat, sag ich mal, also wir haben hier alle 20 Tage eben das Level up. Ich mache auch keinen Kalenderskip und sowas alles, das mache ich nicht. Ich gehe auch nicht auf XP großartig, weil dafür ist mir dann die Stufe irgendwo zu irrelevant, sag ich mal. Es ist zwar nice to have, so, das ist ein fetter Meilenstein, auf den man hinarbeitet und es ist definitiv auch cool, wenn ein Char ein hohes Level hat, so auf jeden Fall, safe. Aber am Ende des Tages, also es bringt dir ja nichts großartig im Level weiter voran zu sein, außer dass du halt eben weniger XP bekommst durch die Akademie und durch das Questen und generell halt, ne, überall bekommst du halt weniger XP. Das ist dein Vorteil, den du dann hast mit einer höheren Stufe. Ja, also eigentlich dein Nachteil halt eben, ne? Aber was natürlich das Offensichtliche ist, was vorteilhaft ist halt eben die Gegenstandsqualität steigt mit höherer Stufe. Also je höheres Level du hast, desto besser wird auch dein Equipment, was du finden kannst im Legendary Dungeon oder im Shop oder so. Das ist natürlich ein Vorteil. Der zweite sind bessere Steine aus der Mine. Das ist dann auch nochmal so ein Vorteil. Ja, aber das war es dann auch. Also im Prinzip eigentlich nichts weiter als Total Stats, die man so oder so später irgendwann immer nochmal holen kann. Deswegen machen ja auch viele zum Beispiel nachher ab 632 eine Dungeon-Pause. Das hängt halt einfach damit zusammen, dass halt eben ab 632 das Goldcap ja erreicht ist. Das heißt, du hast alles maximiert, was du maximieren kannst. Hast, die maximale Produktionsgeschwindigkeit aus der Goldgrube. Du hast die Tränke, die du dann bei der Hexe verwandeln kannst und für 10 Millionen abgeben kannst. Du hast in der Abenteuerlust, hast du schon das Maximum erreicht, dann du hast überall. Ja, überall kannst du das Maximal an Gold bekommen. Deswegen bringt es dir ab der Stufe nichts mehr weiter zu leveln, weil du halt eben einfach, das Maximale aus dem Game halt genießen kannst, so an Vorteilen, die du haben kannst. Und deswegen denken sich halt viele so, okay, ich habe das Maximale erreicht, das Goldcap ist da und ich kann jetzt eigentlich chillen, weil ich muss jetzt nichts mehr rushen und deswegen fangen die Leute an, sich ab der Stufe Dungeons wieder aufzusparen, weil sie halt eben
nicht so schnell leveln wollen, als wenn sie halt eben, ja, Dungeons legen würden und dann halt eben höher sind als andere im Level und damit effektiv weniger XP bekommen. Das ist so halt der Gedankengang dabei. Bei manchen, die das halt eben so machen. Und ja, ich mache das ja auf meinem Battlemage und Krieger so ähnlich. Also ich habe zwar schon sehr viel mehr Dungeons gelegt und auch über 632 noch deutlich mehr gemacht, auf jeden Fall, safe. Aber da mache ich zum Beispiel jetzt großartig erstmal nichts mehr weiter, bis ich halt eben irgendwann, ja, dort auch auf den beiden Accounts die Klo-Aura auf 400 maximiert habe, um halt eben mich dort dann einmal neu zu equippen und da würde ich dann auch würde ich dann einmal die Dungeons dann rushen. Das wäre so die einzige Option, wo ich das machen wollen würde. Ansonsten ist es eigentlich ziemlich sinnbefreit, weiter in Dungeons zu ballern. Ja, was ein bisschen schade ist, weil die Dungeons sind ja nach wie vor irgendwo auch ein großer Bestandteil von Shakes und das macht ja auch Spaß, in die Dungeons zu gehen und zum Beispiel, ich mache ja auch gerne mal Dungeon Fights, auch wenn die weniger realistisch sind auf meiner Stufe, gucke ich mir einfach sehr gerne die Kämpfe auch mal an und erfreue mich an den Crit-Treffern, die ich zum Beispiel mit meinem Mage mache und finde das ziemlich spannend, da mitzufiebern und so. Ne? Und ich mache es ja auch ein Stück weit auch, um etwas zeigen zu können, ein bisschen Content zu zeigen, wie sieht es im Late-Game aus, wie sind die Gegner und so, weil so ein Account hat ja jetzt auch nicht jeder, sag ich mal. Und deswegen, ist das auch so ein Ding, was ich halt eben nach wie vor gerne mache. Aber wie gesagt, es tut meinem Account nicht wirklich dabei gut. Ja, aber ich will mir auch nicht den kompletten Spielspaß nehmen, so, ne? Deswegen gucke ich, ja, wie weit komme ich auf meinen Main. Ne? Hätte ich das zum Beispiel nicht gemacht mit den Dungeons pushen, dann hätte ich zum Beispiel auch diesen Titel hier nicht. Ne? Dafür musst du ja Dungeons gepusht haben und das nicht wenig. 2000 Stück musst du jetzt erstmal so erreichen. Da brauchst du halt ungefähr den Fortschritt, den ich hier habe in der Schattenwelt, plus halt den Fortschritt im Sandsturm und alles andere schon besiegt. So, ne? Das ist so den Progress, den du brauchst, um überhaupt erstmal die Dungeon Master Trophäe in Gold zu bekommen, was ja nur ein Bestandteil ist von diesen Legendentitel. So, ne, also wie gesagt, ich nehme alles mit an Content, was mir das Game bietet, auf den Main. Erfreue mich da auch dran, aber auf den anderen Accounts, da mache ich es nicht. Was im Umkehrschluss eigentlich nur bedeutet, dass ich die anderen Accounts sogar noch effizienter spiele, einfach, weil ich dort gewisse Features wie die Dungeons jetzt nicht so unbedingt nutze für eine lange Zeit und deswegen auch in einer gewissen Art und Weise ein bisschen eine Late-Game-DP mache auf den Accounts. Ne? Ich bin zum Beispiel auf W50, also F24, ich nenne es mal W50, mein Ork-Krieger. Ne? Da bin ich zum Beispiel im Moment gerade extrem weit, ja moin, das bringt mir gar nichts, da bin ich extrem weit behind, was so Stat-Punkte angeht und Level und alles, ne? Auf dem Server. Man könnte meinen, ich bin da übel schlecht mit, keine Ahnung, ich chill da irgendwie immer zwischen 60, 70, 80 so in den Rängen. Dabei könnte eigentlich nichts weiter weg sein von der Realität so. Und befinde mich eigentlich still und heimlich in den Top 10 der höchsten Charts mit den meisten Base-Stats. So, ne? Und ich habe halt Zeit. Ich brauche keine Dungeons pushen so. Ne? Ich kriege dadurch mehr Erfahrung als alle anderen, die Dungeons gepusht haben. Und das ist dann quasi mein Vorteil dem gegenüber, wenn ich dann irgendwann mal die Dungeons nehmen sollte, dann werde ich die überholen, die jetzt vor mir sind. Und das ist ja am Ende des Tages auch so ein Stück weit die Strategie, die Igneel fährt, also Chris, ne, der sich halt eben sagt, okay, ich habe noch nicht mal den Sandsturm geöffnet. Ja, ich habe keinen einzigen Dungeon gelegt seit keine Ahnung wie vielen Jahren. Ich habe noch über, was weiß ich, zwischen 40, 50 Level irgendwas noch offen so und könnte richtig krank pushen, aber ich mache es halt einfach nicht, ne, weil, erstmal sowieso er andere Ziele hat und der erste Stufe Tausender weltweit werden möchte. Das ist nochmal ein anderer Grund, den er hat, aber im Prinzip ist das tatsächlich sogar ein effizienter Spielstil, wenn er jetzt nicht effektiv auf XP gehen würde, was er ja macht, wodurch natürlich seine Stat-Punkte leiden so, ne? Wie gesagt, er verfolgt ein anderes Ziel, aber theoretisch wäre das sogar ein effektiver Spielstil, sich halt eben bewusst im Level nicht ganz so hoch zu begeben und halt eben Dungeons aufzusparen. Ne? Es hat schon früher Sinn gemacht, zur ersten DP, wenn man so mit ca. 350 in die erste DP geht. Und es macht auch Sinn, im Late Game das gleiche auch nochmal so zu machen.
um halt eben dort auch ja, für eine gewisse Zeit einen Vorteil gegenüber anderen Spielern zu haben, die halt eben Dungeons gemacht haben. Ne? Einfach, weil ihr mit niedrigerem Level mehr XP bekommt. Ist zwar nicht mehr viel, ne? Aber trotzdem lohnt es sich natürlich immer noch. Ne? Ich kann nur noch mal so den Vergleich zeigen hier. Das mache ich des Öfteren mal. Ich habe hier eine Akademie 20 und bekomme hier mit Stufe 770 jetzt 30.489. So, auf meinem Krieger bin ich 652. Ja, also 20 Level über dem Goldcap jetzt gerade mal. Und hier bekommen wir noch 73.000 XP, 73.230. Und das ist halt eben das, was ich meinte so. Ne? Also wir haben hier halt eben schon eine gute Differenz zwischen den beiden hier und das ist halt nur die Akademie. Ne? Da ist jetzt noch nicht irgendwas mit Quests oder sonst andere Erfahrungsquellen mit einberechnet. Das ist jetzt nur die Akademie, aber das zeigt dann schon am Beispiel so ganz gut, was ich so ungefähr meine. So, ne? Also ja, das nur noch mal dazu. Auf meinem Battle Mage, der jetzt 712 ist, bekomme ich übrigens 46.000. Ja, nur noch mal so zum Vergleich. Gut, aber das soll es auch erstmal soweit für das Video heute gewesen sein. Wir haben eine neue Stufe erreicht. Wie gesagt, ich denke mal 800 wird so ja, Richtung Januar nachher so passieren. Je nachdem, wie viele Dungeons wir noch machen, ob noch was dazukommt. Das kann ich jetzt noch nicht wissen. Aber ansonsten war es das soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.